Häusliche Gewalt, auch Gewalt in der Familie genannt, ist Gewalt im häuslichen Umfeld, beispielsweise in der Ehe oder im Zusammenleben. Häusliche Gewalt wird oft als Synonym für partnerschaftliche Gewalt verwendet, die von einer Person in einer intimen Beziehung gegen eine andere Person begangen wird und in homosexuellen oder in heterosexuellen Beziehungen vorkommen kann. Häusliche Gewalt umfasst im weitesten Sinne Gewalt gegen Kinder, Jugendliche, Eltern oder ältere Menschen. Es gibt sehr unterschiedliche Formen, einschließlich physischer, verbaler, emotionaler, wirtschaftlicher, religiöser und sexueller Gewalt bzw. Misshandlungen, die also körperliche Misshandlungen mit einschließen, wie das Würgen, Schlagen oder auch weibliche Genitalverstümmelung. Säureangriffe zählen auch dazu und diese Akte der Gewalt können halt auch zum Tod führen. Häusliche Morde sind halt auch, wie gesagt, ein Teil von häuslicher Gewalt und darunter zählen halt auch Steinigungen, Brautverbrennungen, Ehrenmorde und Mitgifttode, die nicht in der zusammenlebenden Familie passieren müssen, sondern auch in getrennten Familienverhältnissen trotz alledem passieren können. Häusliche Gewalt tritt häufig auf, wenn der Täter der Meinung ist, dass Misshandlung berechtigt, akzeptabel, gerechtfertigt oder eine Anzeige unwahrscheinlich ist. Viele Menschen identifizieren sich nicht als Täter oder Opfer, weil sie ihre Erfahrungen als außer Kontrolle geratene Familienkonfliktsituation betrachten. Bewusstsein, Wahrnehmung, Definition und Dokumentation häuslicher Gewalt sind von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich und sie kommen oft in Zusammenhängen mit Zwangsehe oder Kinderehe vor. Die Form. Nicht jede häusliche Gewalt ist gleichwertig. Unterschiede in Häufigkeit, Schweregrad, Zweck und Ergebnis, alles ist vertreten. Häusliche Gewalt kann viele Formen einnehmen, einschließlich körperlicher Aggression oder Körperverletzung, wie beispielsweise Schläge, Tritte, Beißen, Schubsen, Fesseln, Ohrfeigen oder das Werfen von Gegenständen. Das Drohen mit sexuellem Missbrauch oder verpackt in Kontrolle oder in Dominanz ist ebenfalls ein Teil von häuslicher Gewalt und kann sich äußern in Stalking, was eine passive und verdeckter Missbrauch, als passiver und verdeckter Missbrauch verpackt ist, kann sich so äußern. Und halt auch die wirtschaftliche häusliche Gewalt, dass das Opfer in seiner Wirtschaftlichkeit geschwächt wird. Genau. Dann kurz zu den Formen. Also körperlicher Missbrauch. Körperlicher Missbrauch ist ein Kontakt, der darauf abzielt, Angst, Schmerz, Verletzung und andere körperliche Leiden oder Körperverletzungen zu verursachen. Im Kontext der Zwangskontrolle bedeutet körperliche Misshandlung die Kontrolle des Opfers. Die Dynamik von körperlichen Missbrauch ist in einer Beziehung oft sehr komplex. Körperliche Gewalt kann der Höhepunkt anderer missbräuchlicher Verhaltensweisen sein, wie Drohungen, Einschüchterungen, und halt die Einschränkungen der Selbstbestimmung eines Opfers. Also solche missbräuchlichen Verhaltensweisen sind halt einfach schon vorher da, bevor es zu dem Peak der körperlichen Misshandlungen kommt.
Genau. Auch Verweigerung von medizinischer Versorgung, Schlafentzug und erzwungener Drogen- oder Alkoholkonsum sind Formen des körperlichen Missbrauchs. Ebenfalls können andere Ziele der Gewalt sein, also das heißt wie zum Beispiel die Kinder oder das Haustier des Opfers, um dem Opfer emotionalen Schaden zuzufügen. Tötungsdelikte infolge häuslicher Gewalt. Säureangriffe sind eine extreme Form der Gewalt, bei der Säure auf das Opfer geworfen wird, was zu weitreichenden Schäden bis hin zu Langzeitblindheit oder dauerhaften Narben führen kann. Dies kann eine Form von Rache an einer Frau sein, die zum Beispiel einen Heiratsantrag abgeschlagen hat oder eine sexuelle Handlung abgelehnt hat. Genau. Dann zu den Ehrenmorden. Also im Nahen Osten und in anderen Teilen der Welt werden geplante häusliche Morde oder Ehrenmorde aufgrund der Überzeugung der Täter durchgeführt. Dem Opfer wird unterstellt, die Familie oder die Gemeinschaft zu entehren. Ehrenmorde werden in der Regel gegen Frauen verübt, weil sie eine arrangierte Ehe verweigern, Opfer eines sexuellen Übergriffs sind, sich scheiden lassen wollen oder des Ehebruchs beschuldigt werden. Sexueller Missbrauch. Sexueller Missbrauch ist jede sexuelle Handlung, die versucht, einen sexuellen Akt zu erzielen und unerwünschte sexuelle Kommentare oder Annäherungsversuche oder Handlungen beabsichtigt. Die Handlung verfolgt das Ziel, eine Person unter Anwendung von Zwang in eine sexualisierte Situation zu zwingen. Dazu gehört auch die weibliche Genitalverstümmelung. Emotionaler Missbrauch. Emotionaler Missbrauch oder psychischer Missbrauch ist ein Verhaltensmuster, das das Selbstwertgefühl bedroht, einschüchtert, entmenschlicht oder systematisch untergräbt. Emotionaler Missbrauch umfasst Minimierung, Drohung, Isolierung, öffentliche Demütigung, unnachgiebige Kritik, ständige persönliche Abwertung, Zwangskontrolle, wiederholtes Gaslighting. Stalking ist eine häufige Form der psychischen Einschüchterung und wird am häufigsten von ehemaligen und aktuellen Intimpartnern verübt. Bei der Zwangskontrolle handelt es sich um ein kontrollierendes Verhalten, das darauf abzielt, eine Person abhängig zu machen, indem sie von Unterstützung isoliert wird. Ihre Abhängigkeit wird ausgenutzt und das Alltagsverhalten durch diese Abhängigkeitsverstrickungen vom Täter reguliert. Dabei handelt es sich um verbale Angriffe, auch Bestrafungen, Demütigungen, Drohungen oder Einschüchterungen. Wirtschaftlicher Missbrauch. Wirtschaftlicher Missbrauch oder auch finanzieller Missbrauch genannt, ist eine Form des Missbrauchs, wenn ein Intimpartner die Kontrolle über den Zugang der wirtschaftlichen Ressourcen hat. Wirtschaftlicher Missbrauch verringert die Fähigkeit des Opfers, sich selbst zu versorgen und erhöht die Abhängigkeit vom Täter. Durch diesen wirtschaftlichen Missbrauch wird das Opfer eingeschränkt im Zugang zu Bildung, zu Beschäftigungsverhältnissen oder zum beruflichen Aufstieg.